Es geht nur um die Batterietausch und man hat also wie gesagt 10 Stunden kalkuliert mit 199 Euro die Stunde. 199 Euro netto die Stunde. Das heißt, wir sind bei 1990 Euro. Hallo, hier ist der Thomas vom Kanal der Elektrotechniker. Ja, heute muss ich mal in eines unserer 110 kV UWs gehen. Wir haben dort eine Störung der Brandmeldezentrale. Und ja, dazu, wie gesagt, heute mal ein Schritt oder ein Gang ins UW. Ich wollte euch schon mal so ein bisschen im Vorfeld hier von außen mal die ganze Sache zeigen. Es ist ja nicht so alle Tage, dass man das zu sehen bekommt. Das ist also so ein schöner, ja, roundabout 70 MVA Trafo. SGB habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, werde ich noch mal verlinken an der Stelle. Sehr, sehr imposant, das schnurrt mal so richtig schön. Und hier in diesem OW werden mehrere PV-Anlagen, also unsere eigenen PV-Anlagen, vom 20 kV-Netz zusammengefasst. Also mehrere Anlagen, die hier 20 kV technisch ankommen, werden hier zusammengefasst und die ganze Sache auf 110 kV hochtransformiert. Und dann geht es einfach hier rüber in die Freileitung und ja, ab ins Netz damit. Das ist natürlich ziemlich imposant, wie ich immer finde. Das ist ja auch für mich nicht so oft, dass ich hier bin. Wir sehen dort schön die Übergabe zur Freileitung mit den entsprechenden Wandlern dort für die Messung. Sehr, sehr imposant. Und eigentlich das Coolste ist dieses Schnurren. Das kriegt man wahrscheinlich jetzt nicht so richtig mit, aber echt cool. So, wir gehen mal rein und dann werden wir uns mal angucken, was wir da heute so zu tun haben. So, da sind wir drin. Ist natürlich jetzt nicht so spektakulär, hier reinzugehen. Natürlich muss man erstmal die Berechtigung haben, hier reingehen zu dürfen. Das heißt, Zutritt mit Schlüssel, das ist natürlich jetzt ein Schlüssel, den hat nicht jeder. Und natürlich ist das Ganze auch hier überwacht mit Kontakten etc. Also wenn ja jemand unbefugt reingeht, kriegt es in jedem Falle immer jemand mit. Und das ist auch gut so, denn natürlich ist das Ganze hier nicht so ungefährlich für einen Laien. Man muss immer damit rechnen, dass wenn hier jemand überhaupt nicht Ahnung hat, dass dann hier vielleicht jemand irgendwelchen Schindluder treibt und sich hier quasi selbst ermorden will. Und das ist natürlich, gilt es zu verhindern mit solchen Zutrittskontrollen. Also wir sehen hier schon zur Rechten, da ist mal vom Nachbarn hier jemand mit dem Auto ein bisschen weit gefahren, passiert. Und ja, wollte euch noch mal so ein bisschen zeigen, die ganze Sache hier, ne, dieses Gefäß, das Ölausdehnungsgefäß da oben, das ist schon ein ganz schönes Kaliber. Wie gesagt, ich verlinke noch mal das Video, was ich hier mal dazu gemacht habe, speziell zu diesem Trafo auch. Da habt ihr mal ein paar Daten noch und auch dann hier der Übergang. Das sieht natürlich alles sehr, sehr ungefährlich aus, aber wenn man mal überlegt, dass gerade jetzt zur aktuellen Zeit hier so ungefähr 60 Megawatt eingespeist werden, das ist doch für die PV-Technik auch eine Größe, sage ich mal, das trifft man nicht alle Tage an. So, ja, ist auch alles schön gemäht hier, so muss das sein. Hier hinten ist dann das UW-Gebäude mit verschiedenen Zugängen. Wir haben zur Linken hier ist das im Prinzip ein Eigenbedarfstrafo drin. Können wir auch gerne noch mal kurz reingucken. Das ist eigentlich ziemlich amüsant, werdet ihr gleich sehen. Das ist nämlich eine Riesentür und auch ein recht großer Raum. Und wenn man mal so guckt gleich, was da eigentlich drin steht, ist das, finde ich, immer so ein bisschen amüsant. So, das ist es nämlich. So ein kleiner, schnuckliger, süßer Trafo. Wie gesagt, ein Eigenbedarfstrafo hier für die ganze Steuertechnik, Schutztechnik, alles, was hier sozusagen an Niederspannung eben, am Netz ist, wird alles hierüber versorgt und wird abgegriffen, also hier vom 20 kV-System, dreiphasig. Und wir sehen dort zur Rechten dann, so sieht man es besser, haben wir dort entsprechend unsere 3 Phasen als Abgang und dann einmal den PEN sozusagen als 4. Leiter. Und ja, das ist die ganze Herrlichkeit. Interessant ist auch aktuell,
wie lange man eigentlich auf so einen kleinen Trafo warten muss, wenn man den mal nachbestellen muss. Ne? Also das sind ja zig Monate, was man da Wartezeit hat aktuell. Und auch die Preise sind wirklich enorm geworden. Also ich habe mal was gehört, dass man für so einen mickrigen Trafo mittlerweile da in Richtung 5.000, 6.000 Euro auf den Tisch legt. Das ist schon für so eine kleine schnucklige Kiste sehr interessant. Das typische, da komme ich jetzt leider nicht ran. Leistungstechnisch würde ich mal in Richtung 30 kVA würde ich mal so tippen. Weiß es aber nicht genau. Ich wollte euch bloß mal den Raum zeigen und wie das Ganze hier aufgebaut ist. So, wir gehen mal weiter. So, nochmal ein Blick von dieser Seite aus. Schön imposant. Hier so eine schöne Kiste, wo drauf steht Nospe, niederohmige Sternpunkterdung. Sieht sehr, sehr, sehr militärisch aus. Ja, und hier sieht man nochmal schön dort diesen Masten aufs 110 kV-System. Ist schon cool, fett schon. So, weiter geht's. Hier sehen wir ja 20 kV-Raum. Gucken wir auch noch mal kurz rein. Und wir müssen aber dann hier rein. Brandmeldezentrale, Schutztechnik, alles das finden wir da drin. Da müssen wir dann rein. Und hier hinten haben wir noch unsere Kompensationsanlage, RC-Beschaltung. Die haben wir dann nachträglich dazugebaut. Die hat auch schon mal gebrannt, auch sehr amüsant gewesen. Nur mal kurz einen Exkurs dazu. Wie gesagt, in dem einen Video, was ich gemacht habe, geht es dann noch, habe ich mal ein bisschen mehr noch gezeigt. So, gehen wir mal rein hier. So, kurz mal die Zähltafel. Also hier werden verschiedene PV-Anlagen gezählt auf 20 kV-Ebene über die Wandler. Das wird also hier alles zusammengerechnet. Oh, die Tür geht zu. Moment. Und wir haben dann zur Linken hier unsere Brandmeldezentrale. Dann kommt hier noch die ganze Stationstechnik, Schutztechnik. Kann ich euch jetzt nicht alles zeigen. Man kann also hier im Prinzip alles schalten und walten. Hier haben wir dann, wie gesagt, die ganze Schutztechnik. Nospe-Schutz, Diff-Schutz, Feldleitgerät, Distanzschutz, QU-Schutz. All das, was dazugehört. Auf dieser Seite haben wir dann nochmal eine Vergleichszählung. Das heißt, man vergleicht hier die 110 kV Zählung mit oder gegenüber Summe der 20 kV Einzelzählungen. Und hier haben wir dann die eigentliche 110 kV Abrechnungszählung, weil das ist das, was ins Netz reingeht. Die 20 kV Systeme werden halt auch gezählt. Wie gesagt, bares Geld gibt es aber nur für die 110 kV Zählung, weil das letzten Endes das ist, was tatsächlich an Leistung, egal ob jetzt Wirk- oder Blindleistung, eben dort ins Netz eingespeist wird, geführt wird. Und genau, das mal dazu. Wir haben hier noch ein bisschen Steuerungstechnik und ich muss mich jetzt mal kurz hier mit der Brandmeldetechnik kurz auseinandersetzen. Wir haben nämlich hier, wie wir sehen, eine Batteriestörung und das muss ich mir mal ganz kurz genauer angucken. Das sieht man also hier oben und hier ist auch Störung angezeigt und dann gucken wir uns die ganze Sache mal an. Ganz wichtig, Feuerlöscher und Erste Hilfe. So, dann machen wir mal dieses wundersame Kästchen auf. Eine Brandmeldezentrale. Bisschen Platine fürs Display, bisschen Platine für die Auswertung und zweimal Batterie. Also nichts Dramatisches, Kompliziertes. Thema Brandmeldetechnik ist ja ein ziemlich, separates, etwas nischiges Thema. Da gibt es ja so Firmen, die das alles machen, kontrollieren, warten mit Zertifizierung und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt mal kurz angefragt bei einer Firma, was es denn mit dieser Störung auf sich hat. Und da hat man uns geantwortet, dass das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in Richtung Batterie geht. Entweder sind die Batterien jetzt zu alt, das heißt zu sehr gealtert und die wurden auch noch nie getauscht tatsächlich. Oder eine von den Batterien ist sogar kaputt. So, soweit so gut. Hätte ich jetzt auch so getippt anhand der Fehlermeldung, wenn dort Batterie steht. Und jetzt hat man, und das ist jetzt wirklich das Krasse an der Sache, man hat uns ein Angebot gemacht zum Tausch dieser beiden Batterien. So, und jetzt haltet euch mal fest, ja, ich sage euch jetzt mal ganz krasse Zahlen.
Also, man hat uns angeboten, diese beiden Batterien zu tauschen. Der Materialpreis für eine Batterie lag bei ungefähr 211 Euro netto. Also bei 422 Euro netto für beide Batterien. Ja, das ist schon so ein bisschen der erste Witz an der Sache. Dann ging es weiter, hat man 10 Stunden für einen Techniker angesetzt, ja, der dann hierher fährt, die Batterien tauscht und wieder nach Hause fährt. Es wird keine Überprüfung gemacht jetzt hier in dem Sinne, also keine routinemäßige BMA-Überprüfung. Es geht nur um die Batterietausch und man hat also wie gesagt 10 Stunden kalkuliert mit 199 Euro die Stunde. 199 Euro netto die Stunde. Das heißt, wir sind bei 1990 Euro, was hier dieser Techniker oder für was der eben einkalkuliert ist. Dazu kommt eine Pauschale in Richtung 240 Euro netto, also einfach mal so für den Auftrag. Und dann kommen natürlich noch Fahrkosten dazu, 150 Kilometer ungefähr mit ein bisschen was über 2 Euro den Kilometer. Unterm Strich sind wir bei ungefähr 2.950 Euro netto für diesen Auftrag. Und letzten Endes ist Inhalt wirklich nur der Tausch dieser Batterien. Also wo ich das gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich gefragt, ja okay, also jeder soll sein Geld verdienen und die Firmen ja, sollen auch was verdienen und so weiter und so fort und auch die Leute sollen das kriegen, alles richtig, alles gut. Aber bei 199 Euro die Stunde für einen Batteriewechsel, also da weiß ich nicht, also da ist dort irgendwie kurios. Und selbst der Materialpreis, ja, ich bin jetzt hier, um mir die Typen mal aufzunehmen, also ich kenne jetzt den Preis nicht, ich gehe mal davon aus, dass wir eine Batterie unter 100 Euro bekommen werden. Und für den Tausch vor Ort, also ich weiß nicht, würde ich mal letzten Endes 30 Minuten veranschlagen und das war's dann, ja. So, und deshalb würde ich das einfach mal selbst ausprobieren. Ich meine, wenn jetzt die Fehlermeldung hinterher nicht weggeht, dann müssen wir die Firma holen, weil tiefgründiger kann ich jetzt hier auch nicht rein. Aber da haben wir zumindest mal dieses Thema dann ausgeschlossen. Und ich habe dann, ja, weiß ich nicht, für 200 Euro und ja, an Abfahrtwechsel eine Stunde ungefähr, also habe ich da, also ein Bruchteil. Also da bin ich, auch wenn ich mit 100 Euro Stundenlohn rechne, bin ich da immer noch billiger. Ja, also so läuft es heutzutage manchmal. Ich habe das Gefühl, dass man doch bei diversen Themen wirklich versucht, hier abzukassieren, was das Zeug hält. Das ist meiner Meinung nach einfach nicht gerechtfertigt. So, gut, wir haben es also. Power Sonic, Sealed Rechargeable Batterie, bla bla bla. 12 Volt, 38 Ampere-Stunden. Und das ist meiner Meinung nach ein total gängiges Format, ja, so wie man das halt kennt. Und ja, diese Batterien werden wir einfach mal ich muss jetzt nicht von dem Hersteller sein, aber dieses Format, diese technischen Daten, das werden wir uns bestellen, dann werden wir die Sache hier einbauen und dann hoffen wir mal, dass die ganze Sache hier funktioniert. Wie gesagt, der Clou an der Sache ist einfach, dass ich dieses Angebot gesehen habe und mir dachte, ne, das können wir so nicht machen. So, wir werden auch noch mal kurz einen Blick in die 20 kV-Geschichte werfen, weil ich immer hier bin. Ist ja nicht ganz uninteressant. So, da sind wir mal drin. Ich kann euch jetzt leider nicht alles zeigen. Ein paar Daten gehören hier nicht hin. So, nur so viel. Wir haben ja eben diese verschiedenen Zellen und es ist jetzt also so, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, das ist jetzt hier die PV-Anlage 1, PV-Anlage 2, 3, 4. Hier hinten ist zum Schluss geschaltet die Kompensationsanlage. So sieht das hier oben aus. Ja, Kompensationsanlage. Und jetzt kann man also die ganzen Bereiche hier von vor Ort schalten oder auch von der Ferne schalten, wie auch immer. Wir haben hier den Bereich Eigenbedarf. Das ist also hier der kleine Trafo, den ich gezeigt hatte. Und hier links haben wir noch die Zelle Einspeisung, wo im Prinzip gesammelt von allen PV-Anlagen das in Richtung Trafo geht. Und hier sehen wir noch das, auch sehr interessant. Ich finde es halt, wie gesagt, interessant. Das sind halt einfach mal,
Analog Messer bei, ich sehe es gerade nicht, 0,7 Kiloampere, also 700 Ampere. Naja, und jetzt kann man sich ja das ausrechnen, 700 Ampere mal 20 kV mal Wurzel 3 mal Cosinus Phi. Und dann kommen wir hier selbst mit diesen 700 Ampere doch wahrscheinlich, ich kann es nicht im Kopf rechnen, aber wird schon in Richtung 20, 25 Megawatt gehen. Und ja, der Zeiger, wenn die Anlage voll läuft, ist der auch schon dort in Richtung 2000 Ampere unterwegs. Das ist schon was, 2000 Ampere bei 20 kV, das ist schon eine Hausnummer. Ne? So, das ganze Erdungsequipment, Material für die 110 kV Geschichte. Hier steht es, 110 kV Erdungsgarnitur, sind schon ein paar schöne Tampen. Hier dann noch die ganze Anlagenregelung drin. Hatte ich auch schon mal im Video gezeigt, also in mehreren Videos immer wieder mal, wie das hier so alles ist. Nur mal so ganz kurz hier auch Batterieanlage. Ein bisschen Technik kann ich euch zeigen, aber auch nicht alles. Und ja, das ist halt hier unsere Anlagenregelung. So, ja, viel mehr ist es nicht. Eigentlich recht unspektakulär, ist aber echt was dahinter. Hier sehen wir auch noch mal Erdungsgarnituren. Dann haben wir hier unser Spannungsprüfer, 20 und 110 kV. Und dann haben wir hier unser Werkzeug, um die Erdungsgarnituren einzulegen. Hier haben wir dann noch eben das Equipment, um hier dann entsprechend rauszufahren. Also echt eine coole Sache. Ich bin immer wieder imposant ja, also wie gesagt, wir haben ja hier zu tun, also es geht ja bei 12 Volt Gleichspannung los und geht dann halt hier bis 110 kV ja, Wechselspannung, ne? mit ja, Richtung fast 100 Megawatt. Ne? Das ist schon eine coole Sache und ich will auch gar nicht rumprahlen jetzt damit. Es ist eine Sache, wo man natürlich immer vorsichtig sein muss mit solchen Sachen und wo man, also was mir auch Spaß macht, sich damit zu beschäftigen und das zu verstehen. Das hat auch viele Jahre gedauert. Man lernt immer wieder dazu und das ist wirklich das Spannende an der ganzen Sache. So, ich werde jetzt mal im Büro nach den Batterien suchen und dann werden wir die bestellen, die einbauen. Und wenn das funktioniert, dann könnte man ja überlegen, ob man bei dieser Firma, die das angeboten hat, ob man da nicht als Subunternehmer tätig werden kann, so als Spaß. Und dass man sagt, naja, passt mal auf, ich biete euch einen Stundenlohn für 130 € an und macht das dann sozusagen. Ja? Also ich gehe dann die Batterie wechseln für 130 €. Ne? Also das ist ja, ja ihr wisst schon, was ich meine. Nicht? Natürlich nur ein Spaß, aber genau, so in die Richtung. Gut, also ich werde euch berichten, ob das dann funktioniert hat oder nicht. Ich bin guter Dinge und danke erstmal fürs Zusehen. Bis später.